Hallo ihr Lieben, ich lege für die Feuerzeichen Widder und Löwe und Schütze die Hauptenergie für den Monat Juni. Und zwar schaue ich einmal ganz allgemein und dann nochmal für den Beruf und zum Schluss natürlich in der Liebe, was da im Juni auf euch zukommt. Ich benutze das Blütenorakel von Elvira Gettinger und das Magic Garden Tarot und lass mich hier unterstützen von dem Kathleen Bergmann Lenormand. Ich starte mit dem Orakel und vertiefe dann mit Tarot, gegebenenfalls Lenormand. Und los geht's. Eure Hauptenergie im Monat Juni ganz allgemein für meine lieben Feuerzeichen. Es ist egal, ob ihr jetzt Sonne, Mond oder Aszendenten habt. Ihr könnt natürlich auch gerne die anderen Zeichen noch euch ansehen, um ein etwas vollständigeres Bild zu bekommen. Wir sind ja eben nicht nur Sonnenzeichen, nicht wahr? Los geht's, ganz allgemein, eure Energie im Monat Juni. Och, ja, warum bin ich kein Feuerzeichen? Verdammt. Also, ihr seht es, die zwei haben Spaß. Denen geht's richtig gut. Hier flattert die Liebe durch die Luft, die Romantik und Anziehungskraft pur. Naja, bei Feuerzeichen wundert mich auch ehrlich gesagt gar nichts. Vielleicht heiratet auch der ein oder andere im Juni. Ist ja auch so ein Heiratsmonat, Urlaubsmonat. Aber ich schaue jetzt natürlich erstmal ganz allgemein. Also ihr seid offensichtlich hier in einer sehr romantischen Stimmung, was mich sehr freut. So, ich vertiefe mit dem Tarot die allgemeine Hauptenergie für meine lieben, ich will mal Sternzeichen sagen, kann ich auch, sprich Sternzeichen, Widder, Löwe und Schütze. Los geht's. Mhm. Mhm. Ich habe mich schon gewundert. Ja, es sieht hier ein bisschen so aus, als wäre es in der jüngsten Vergangenheit für euch etwas schwerer gewesen. Mit 5 der Münzen ist, ja, das kann jegliche Armut sein, also finanzielle Armut. Das kann eine Trennung sein, eine physische, eine gesundheitliche. Ja, ging es einem vielleicht gesundheitlich nicht wirklich gut. Ja, auf jeden Fall habt ihr eine schwere Phase hinter euch und das wisst ihr auch. Aber ihr sagt euch, ja, es war jetzt die letzten Tage, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht auch Wochen für den einen oder anderen, war es eine schwere Zeit für mich. Und ihr brecht diesen ganzen Zirkus ab. Ihr schafft das mit den 10 der Schwerter. Ich finde das eine ganz bezaubernde Energie, obwohl sie wirklich optisch schwierig dargestellt ist. Aber mit den 10 der Schwerter hat man für sich eine Entscheidung getroffen, ein Leid zu beenden. Und das kann nicht verkehrt sein. Also ganz tolle Energie, finde ich. Das schafft ihr hier im Juni, eine für euch unangenehme Situation zu beenden. Und ihr fühlt euch damit tatsächlich auch so erleichtert. Euch geht es dann mit richtig gut. Ihr bereut nichts, aber auch gar nichts. Ihr habt Freude, ihr genießt euch selbst, ihr genießt das Glück, ihr habt Wünsche mit Mal, die vielleicht in Erfüllung gehen. Ihr könnt wieder nach vorne schauen. Ich sehe hier einfach auch 2 Leute, vielleicht genießt ihr mit jemandem zusammen eine schöne Zeit. Auch hier sehen wir 2 Leute. Also, es war schwer für euch, das sehe ich. Vielleicht war es auch nicht ganz einfach, aber ihr kommt in eine wirklich schöne Energie. Ich kann mal vielleicht in die Energie schauen, die hier nicht so angenehm war für euch. Vielleicht ist es leichter für euch, sich da wiederzuerkennen. Ja, da geht es um Freundschaften mit den Lilien, um Wissen. Ja, vielleicht wurde eine Weiterbildung hier abgesagt. Da geht es um Harmonie. Vielleicht hattet ihr
in der Familie auch Streit. Ja, es ist auch eine Karte der Sexualität, kann man auch so deuten. Also irgendwo in diesem Bereich war ein Mangel, war eine Armut, war etwas nicht in Ordnung und das wird hier im Juni bereinigt und es geht auf in die Leichtigkeit, das sehe ich aber wohl. Das freut mich sehr. Ja, ich wollte es nur wissen. Übrigens, aus 9 wird 10. Das heißt, 9 ist alles das, was ich allein genieße und 10 genieße ich mit jemandem zusammen. Also, sehr schöne Energie, freut mich sehr. Dann gehe ich jetzt in den Beruf für meine lieben Feuerzeichen. Was darf ich da für euch? Eine Hauptenergie ziehen. Kommunikation, positive Kommunikation, gute Nachrichten, eine Botschaft. Es ist auch die Karte der Intuition, hier zumindest in dem Orakel. Ja, ihr habt schöne Gespräche, ihr werdet schöne Gespräche führen, ihr habt eine gute Intuition, euch erreichen positive Nachrichten. Ich finde den Löwen so spannend, weil der Löwe ist ja im Tarot, es ist ja immer so die innere Sanftheit, also das Biest in einem selber sozusagen nochmal zähmen oder das männliche Gegenüber zähmen. Ja, vielleicht geht es hier ja auch ein bisschen in diese Richtung um Kommunikation mit einem männlichen Gegenüber, was hier ganz brav an eurer Seite schnurrt. Und los geht's. Wir schauen ins Tarot beruflich für die Feuerzeichen. Der Eremit, 3 der Kelche und der Gehängte. Mit dem Eremiten habt ihr hier euch ein bisschen zurückgezogen, seid in euch gekehrt, habt euch gefragt, was will ich, was ist mein Licht, mein inneres Seelenlicht, wo möchte ich hin, was ist mein Weg in diesem Leben? Vielleicht war die Frage auch nicht ganz so groß oder wird nicht ganz so groß sein im Juni. Vielleicht habt ihr euch sie im Mai gestellt. Und aus dieser Einsamkeit, aus diesem Rückzug, vielleicht habt ihr ja auch vielleicht wart ihr auch irgendwo alleine unterwegs, habt eine Wanderung gemacht im Wald, wart irgendwo in den Bergen, da war keiner außer ihr habt euch selbst erfahren. Und ihr kommt praktisch wieder runter von eurem Berg oder aus eurem Wald und macht direkt eine Party. Also jetzt sehen wir hier mit den 3 der Kelchen, das ist eine fröhliche Stimmung, das macht Spaß, das ist Freude. Wir reden ja immerhin zum Beruf, ja, vielleicht habt ihr dann ein Firmenfest, wo gefeiert wird, wo ihr eine Grillparty macht und ja, ihr Spaß haben werdet auf jeden Fall mit mehreren. Hier wird auch getrunken und gefeiert. Mit dem Gehängten ist allerdings auch angezeigt, und da spiegelt sich der Eremit, ihr seid zu der Erkenntnis vielleicht gekommen, dass euch dieser Trubel auch eigentlich nicht gut tut. Ja, oder dass es ein bisschen anstrengender für euch ist und ihr euch eigentlich auch wieder wahrscheinlich zurückziehen möchtet. Vielleicht kommt ihr auch aus dem Homeoffice, ja, überlege ich gerade so im Bereich Beruf, kann es natürlich sein, dass ihr hier in der Firma vorbeischaut und eigentlich für euch feststellt, das ist mir irgendwie alles anstrengend, ich gehe mal wieder in mein Homeoffice, das ist ruhiger. Ich
Schau mal mit den Lenormand-Karten, was wir hier über den Eremiten wissen dürfen. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja, ihr habt euch gefragt, ist der Job noch das, was ich will? Erfüllt das mich noch? Und da kriegt ihr eine Einladung. Ja, wir vergessen nicht die Nachricht. Aber ihr merkt vielleicht, dass das nicht euers ist. Ich schaue nochmal in diese Energie. Es macht euch kurzzeitig happy. Es ist ja die Karte des Glücks. Kurzzeitig hattet ihr Spaß, aber wahrscheinlich ja, seid ihr der ganzen Sache treu ergeben. Da kommen wir nicht so richtig vorwärts. Vielleicht ist es auch so, dass ihr mit den Gehängten, ändert man ja auch nochmal vielleicht seine Meinung. Man guckt sich das alles nochmal anders an. Will ich vielleicht alleine sein oder möchte ich doch mit anderen zusammenarbeiten? Aber hier mit dem Gehängten habt ihr noch keine Entscheidung getroffen. Also ihr lasst das noch ein bisschen auf sich warten. Gut, dann schaue ich mal in die Hauptenergie in Sachen Liebe. Was kann ich da den lieben Feuerzeichen mitgeben? Die Liebe, Hauptenergie für Widder, Löwe und Schütze im Juni. Die Hauptenergie bitte. Etwas wird leichter, ein Urteil wird gefällt. Oh, das ist natürlich schon eine starke Energie. Ernst. Vielleicht ist es, ja, vielleicht wird tatsächlich ein Urteil gefällt, ein Gerichtsurteil. Ihr wartet da vielleicht schon auf eine Entscheidung. Vielleicht reichen manche auch die Scheidung ein. Ja, das ist auf jeden Fall eine Energie, die ist nicht so easy. Ich schaue mit dem Tarot weiter. Ja, in der Liebe sieht es mir aus, als wäre hier so ein bisschen eine Herausforderung zu sehen. Ja, hier endet, ja. Ich glaube, hier ist verstanden worden, dass dieses Gerangel, was in der Liebe oder in der Beziehung hier bestand, dass das aufhören muss, dass das zu enden hat, dass es leichter werden muss. Und hier sehe ich schon mit dem Ritter der Kelche eine versöhnliche Energie. Also ihr oder jemand wechselt hier auf jeden Fall in eine versöhnliche Energie. Ich würde noch mal in die 5 der Stäbe schauen. Das ist die Königin der Stäbe. Das seid ja ihr. Und die 8 der Münzen. Vielleicht ist es ein Gerangel, was zwar mit der Arbeit zu tun hat, eine Konkurrenz. Vielleicht ist jemand, ja, vielleicht hat jemand eine Beziehung bei der Arbeit und das wirkt sich hier, ja, vielleicht ist da Neid, ne, unter den Kolleginnen, wenn es hier sich um einen Mann drehen sollte, den man im Visier hat, dann gibt es hier vielleicht Neid unter einer Arbeitskollegin und ja, das Ganze wird aber beendet. Ich schaue nochmal mit dem Lenormand rein. Worum geht es hier bei der 5 der Stäbe? Das ist ja, hier geht man listig vor, ne? Mit Taktik. Vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht auch trügerisch, falsch. Ja, Neid,
packe ich auch immer gern, Eifersucht. Ja, vielleicht sind die Eifersüchteleien unter Arbeitskolleginnen in Bezug auf einen Arbeitskollegen zu sehen. Aber wie gesagt, das Ganze wird hier beendet. Und mit der Gerechtigkeit wird es auch gerecht entschieden und fair entschieden. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Juni. Gerne liken, abonnieren, kommentieren. Kommt gerne wieder zurück. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Spaß hattet. Macht es gut.